In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das in der Bildungspolitik seit Jahren intensiv diskutiert wird, dem Mangel an Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Studienfächern. Angesichts des globalen Fachkräftemangels im sogenannten MINT-Bereich wird oft die Forderung erhoben, Kinder bereits im Grundschulalter spielerisch an Physik, Chemie, Biologie und Technik heranzuführen. Es stellt sich die Frage, ob diese frühe Spezialisierung sinnvoll ist oder ob sie die Kinder überfordert. Ich möchte zunächst auf die Argumente eingehen, die für eine frühzeitige Förderung sprechen, im Anschluss potenzielle Bedenken beleuchten, von meinen eigenen Erfahrungen berichten und abschließend ein Fazit ziehen. Für eine frühzeitige Heranführung an die Naturwissenschaften spricht in erster Linie die natürliche Neugier von Kindern. In den ersten Schuljahren stellen Kinder unzählige Fragen darüber, wie die Welt funktioniert. Ein gutes Beispiel dafür ist das Experimentieren mit einfachen Alltagsgegenständen, wie das Bauen eines kleinen Stromkreises oder das Beobachten von Pflanzenwachstum. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen. Wenn Kinder im Grundschulalter durch praktische Versuche begreifen, dass Naturwissenschaften nicht aus trockener Theorie, sondern aus faszinierenden Phänomenen bestehen, wird die Angst vor diesen angeblich schwierigen Fächern gar nicht erst aufgebaut. Auf der anderen Seite mahnen einige Pädagogen zur Vorsicht. Die Befürchtung ist, dass eine zu starke Akademisierung des Grundschulunterrichts die Überforderung der Kinder verstärken könnte. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass der Fokus in den ersten Jahren primär auf den grundlegenden Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen liegen muss. Wenn diese Basis wackelt, nützt auch das beste Experiment im Unterricht wenig. Zudem fehlt es vielen Grundschulen an der nötigen Ausstattung und den speziell geschulten Lehrkräften für diesen Fachbereich. Dazu fallen mir meine eigenen Schulerfahrungen ein. In meiner eigenen Grundschulzeit war der Naturwissenschaftsunterricht leider sehr theoretisch und beschränkte sich meist auf Auswendiglernen aus Büchern. Erst viel später auf dem Gymnasium hatten wir echte Laborübungen. Ich habe damals gemerkt, wie viel Potenzial verschenkt wurde, weil das Ausprobieren fehlte. Hätten wir damals schon kleine Roboter gebaut oder biologische Phänomene im Schulgarten erforscht, hätte ich mich vielleicht viel früher für ein technisches Studium begeistert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine frühe Begeisterung für Naturwissenschaften ein enormer Gewinn ist. Meiner Meinung nach sollten Technik und Naturwissenschaften fest im Sachunterricht der Grundschule verankert werden, allerdings nicht durch Notendruck, sondern durch entdeckendes, spielerisches Lernen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deinen engagierten Vortrag. Wenn ich dich richtig verstanden habe, befürwortest du es sehr, Kinder schon in der Grundschule für naturwissenschaftliche und technische Themen zu begeistern. Du hast hervorgehoben, dass man die natürliche Neugier der Kinder nutzen sollte, um Berührungsängste abzubauen. Obwohl du eingeräumt hast, dass Grundfertigkeiten wie Schreiben und Lesen Priorität haben müssen, hast du durch deine eigenen Schulerfahrungen verdeutlicht, wie schade ein reiner Theorieunterricht ist. Dein Fazit war, dass MINT-Themen ohne Leistungsdruck und spielerisch in den Lehrplan integriert werden sollten. Du hast erwähnt, dass es an Grundschulen oft an Ausstattung und geschultem Personal fehlt. Müsste man da nicht erst die Lehrerausbildung komplett umgestalten, bevor man solche Reformen durchführt? Das ist ein zentraler Punkt. Eine Lehrplanänderung bringt nichts, wenn die Lehrkräfte sich in der Materie selbst unsicher fühlen. Die Weiterbildung von Grundschullehrkräften im MINT-Bereich muss parallel dazu massiv gefördert werden, damit der Unterricht qualifiziert umgesetzt werden kann. Besonders Mädchen entscheiden sich im späteren Leben immer noch seltener für technische Studiengänge. Glaubst du, dass ein früher Naturwissenschaftsunterricht in der Grundschule helfen kann, dieses Gender Gap zu schließen? Davon bin ich absolut überzeugt. In jungen Jahren existieren geschlechtsspezifische Klischees über Jungen- und Mädchenthemen bei Kindern meist noch nicht. Wenn Mädchen von klein auf merken, dass sie beim Experimentieren und Bauen genauso erfolgreich sind, bauen sie ein dauerhaftes Selbstbewusstsein für technische Berufe auf.
Glaubst du, dass Unternehmen aus der freien Wirtschaft wie Tech-Konzerne Grundschulen mit Material oder Tutoren unterstützen sollten, oder siehst du da die Gefahr einer kommerziellen Einflussnahme auf die Kinder? Dazu möchte ich sagen, dass dies eine Gratwanderung ist. Kooperationen und Sponsoring bei der Hardware können Schulen extrem helfen. Es muss jedoch streng darauf geachtet werden, dass die Unabhängigkeit des Unterrichts gewahrt bleibt und keine Schleichwerbung im Klassenzimmer stattfindet.